Grüß Gott, meine Lieblingskinder. Heute erzähle ich euch die letzte und 7. Geschichte der Schneekönigin. Vom Schlosse der Schneekönigin und was sich später darin zutrug. Des Schlosses Wände waren gebildet von dem treibenden Schnee und Fenster und Türen von den schneidenden Winden. Es waren über 100 Säle darin, alle, wie sie der Schnee zusammenwehte. Der größte erstreckte sich mehrere Meilen lang. Das starke Nordlicht beleuchtete sie alle, und sie waren so groß, so leer, so eisig kalt und so glänzend. Nie gab es hier Lustbarkeiten, nicht einmal einen kleinen Bärenball, wozu der Sturm hätte aufspielen und wobei die Eisbären hätten auf den Hinterfüßen gehen und ihre feinen Manieren zeigen können. Nie eine kleine Spielgesellschaft mit Maulklapp und Tatzenschlag, nie ein klein bisschen Kaffeeklatsch von den weißen Fuchsfräulein. Mitten in diesem leeren, unendlichen Schneesaale war ein zugefrorener See, der war in 1000 Stücke zersprungen, aber jedes Stück war dem andern so gleich, dass es ein vollkommenes Kunstwerk war, und mitten auf dem See saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war, und dann sagte sie, dass sie im Spiegel des Verstandes säße und dass dieses der einzige und beste in der Welt sei. Der kleine Kai war ganz blau vor Kälte, ja, fast schwarz, aber er merkte es doch nicht, denn sie hatte ihm den Frostschauer abgeküsst und sein Herz glich einem Eisklumpen. Er schleppte einige scharfe, flache Eisstücke hin und her, die er auf alle mögliche Weise aneinander fügte, denn er wollte damit etwas herausbringen. Es war gerade, als wenn wir kleine Holztafeln haben und diese in Figuren zusammenlegen, dass man das chinesische Spiel nennt. Kai ging auch und legte Figuren, und zwar die allerkünstlichsten. Das war das Eisspiel des Verstandes. In seinen Augen waren die Figuren ganz ausgezeichnet und von der höchsten Wichtigkeit. Das machte das Glaskörnchen, welches ihm im Auge saß. Er legte vollständige Figuren, die ein geschriebenes Wort waren, aber nie konnte er es dahin bringen, das Wort zu legen, das er gerade haben wollte, das Wort Ewigkeit. Und die Schneekönigin hatte gesagt, kannst du diese Figur ausfindig machen, dann sollst du dein eigener Herr sein, und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe. Aber er konnte es nicht. Nun sause ich fort nach den warmen Ländern, sagte die Schneekönigin. Ich will hinfahren und in die schwarzen Töpfe hineinsehen. Das waren die feuerspeienden Berge, Aetna und Vesuv, wie man sie nennt. Ich werde sie ein wenig weiß machen. Das gehört dazu, das tut den Zitronen und Weintrauben gut. Und die Schneekönigin flog davon, und Kai saß ganz allein in dem viele Meilen großen leeren Eissaal, betrachtete die Eisstücke und dachte, so dass es in ihm knackte. Ganz steif und stille saß er. Man hätte glauben sollen, er wäre erfroren. Da geschah es, dass die kleine Gerda durch das große Tor in das Schloss trat. Hier herrschten schneidende Winde, aber sie betet ein Abendgebet. Da legten sich die Winde, als ob sie schlafen wollten, und sie trat in die großen, leeren, kalten Säle hinein. Da erblickte sie Kai. Sie erkannte ihn, sie flog ihm um den Hals, hielt ihn so fest und rief, Kai, lieber Kai, da hab ich dich endlich gefunden. Aber er saß ganz stille und steif und kalt. Da weinte die kleine Gerda.
Heiße Tränen, die fielen auf seine Brust, sie drangen in sein Herz, sie tauten den Eisklumpen auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin. Er betrachtete sie und sang: Rosen, die blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Da brach Kai in Tränen aus. Er weinte so, dass das Spiegelkörnchen aus dem Auge schwamm. Nun erkannte er sie und jubelte: Gerda, liebe kleine Gerda, wo bist du doch so lange gewesen und wo bin ich gewesen? Und er blickte rings um sich her, wie kalt es hier ist, wie es hier weit und leer ist. Und er klammerte sich an Gerda an. Und sie lachte und weinte, vor Freuden. Das war so herrlich, dass selbst die Eisstücke vor Freuden ringsherum tanzten, und als sie müde waren und sich niederlegten, lagen sie gerade in den Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, dass er sie ausfindig machen sollte. Dann wäre er sein eigener Herr, und sie wollte ihm die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe geben. Und Gerda küsste seine Wangen, und sie wurden blühend, sie küsste seine Augen, und sie leuchteten gleich den ihrigen. Sie küsste seine Hände und Füße, und er war gesund und munter. Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen. Sein Freibrief stand da, mit glänzenden Eisstücken geschrieben, und sie fassten einander bei den Händen und wanderten aus dem großen Schlosse hinaus. Sie sprachen von der Großmutter und von den Rosen oben auf dem Dache, wo sie gingen, ruhten die Winde und die Sonne brach hervor. Und als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten, stand das Rentier da und wartete. Es hatte ein anderes, junges Rentier mit sich, dessen Euter voll waren, und dieses gab den Kleinen seine warme Milch und küsste sie auf den Mund. Dann trugen sie Kai und Gerda erst zur Finnin, wo sie sich in der heißen Stube auswärmten und über die Heimreise Bescheid erhielten. Dann zur Lappin, welche ihnen neue Kleider genäht und ihren Schlitten instand gesetzt hatte. Das Rentier und das Junge sprangen zur Seite und folgten, gerade bis zur Grenze des Landes. Dort sproßte das erste Grün hervor. Da nahmen sie Abschied vom Rentier und von der Lappin. »Lebt wohl«, sagten alle, »lebt wohl, lebt wohl«. Und die ersten kleinen Vögel begannen zu zwitschern. Der Wald hatte grüne Knospen, und aus ihm kam auf einem prächtigen Pferde, welches Gerda kannte. Es war vor die goldene Kutsche gespannt gewesen, ein junges Mädchen geritten, mit einer glänzenden roten Mütze auf dem Kopfe und Pistolen in den Halftern. Das war das kleine Räubermädchen, welches es satt hatte, zu Hause zu sein und nun erst gegen Norden und später, wenn ihr das nicht zusagte, nach einer anderen Weltgegend hin wollte. Sie erkannte Gerda gleich und Gerda erkannte sie. Das war eine Freude. Juhu! Du bist ein schöner Patron mit Herumschweifen, sagte sie zum kleinen Kai. Ich möchte wissen, ob du verdienst, dass man deinethalben bis an der Weltende läuft. Aber Gerda klopfte ihr die Wangen und fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin. Die sind nach fremden Ländern gereist, sagte das Räubermädchen. Aber die Krähe? Sagte Gerda. Ja, die Krähe ist tot, erwiderte sie. Die zahme Geliebte ist Witwe geworden und geht mit einem Entchen. Aber erzähle mir nun, wie es dir ergangen ist und wie du ihn erwischt hast. Und Gerda und Kai erzählten. Snipp, snapp, snurr, burre, basselurre, sagte das Räubermännchen, nahm beide bei den Händen und versprach, dass wenn sie je durch ihre Stadt kommen sollte, sie hinaufkommen wollte, sie zu besuchen. Und dann ritt sie in die weite Welt hinein.
Aber Kai und Gerda gingen Hand in Hand, und wie sie gingen, war es herrlicher Frühling, mit Blumen und mit Grün, die Kirchenglocken läuteten, und sie erkannten die hohen Türme, die große Stadt, es war die, in der sie wohnten, und sie gingen in dieselbe hinein und hin zur Türe der Großmutter, die Treppe hinauf, in die Stube hinein, wo alles wie früher auf derselben Stelle stand, und die Uhr ging tick, tack, und die Zeiger drehten sich. Aber indem sie durch die Türe gingen, bemerkten sie, dass sie erwachsene Menschen geworden waren. Die Rosen aus der Dachrinne blühten zum offenen Fenster herein, und da standen die kleinen Kinderstühle, und Kai und Gerda setzten sich ein jeder auf den seinigen und hielten einander bei den Händen. Die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin hatte sie gleich einem schweren Traume vergessen. Die Großmutter saß in Gottes heiligem Sonnenschein und las laut aus der Bibel. »Werdet ihr nicht wie die Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht erben.« Und Kai und Gerda sahen einander in die Augen, und sie verstanden auf einmal den alten Gesang. Rosen, die blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Da saßen sie beide, erwachsen und doch Kinder, Kinder im Herzen, und es war Sommer, warmer, wohltuender Sommer. Ende der ganzen Geschichte, Ende aller 7 Kapitel, die ihr hier auf diesem Kanal findet. Vielen Dank fürs Zuhören.